Heute geht es nochmal um das Thema Farbe. Letzte Woche haben wir schon gesehen, wie wir Montagen farblich angleichen können. Heute geht es um eine exakte Farbkorrektur. Dazu brauchen wir LAB-Werte, die wir in den Gradationskurven von Photoshop für eine genaue Farbkorrektur verwenden können. Diesen LAB-Wert muss ich natürlich messen und dazu nutze ich heute den Datacolor Color Reader. Das ist dieses kleine Gerät. Das kann vorne messen, hinten wird es angemacht. Oder aber auch, es gibt auch eine kleine handliche Version für die Hosentasche, die wird vorne angemacht und hat hinten die Messung. Und mit diesem Gerät kann ich verschiedenste Materialien messen und diese wird über eine App dann gesteuert und kann dort die exakten Werte in verschiedenen Farbtabellen, aber auch in LAB-Werten erfassen. Und diese LAB-Werte werde ich dann nachher für die Korrektur nutzen. Wenn die App gestartet ist, müssen wir sie erstmal mit dem Color Reader verbinden. Das machen wir einfach durch Drücken auf den kleinen grünen Knopf. Dann verbinden sich Gerät und die App und der Color Reader wird noch kurz kalibriert. Dazu müsst ihr nur darauf achten, dass die kleine Klappe auf der Rückseite geschlossen ist und drücken einfach nochmal den Knopf. Und dann kann die erste Messung schon losgehen und das tut sie ganz einfach, indem wir an die geeignete Stelle den Color Reader flach auflegen und auf den Knopf drücken. Und dort haben wir auch schon den ersten Wert. Wir sehen hier eine RAL-Farbe und eine weitere Farbpalette, in der mir die Farbe aufgezeigt wird. Ich nehme nochmal weitere Farben hier von einem Bild auf, das ich in das Motiv integrieren möchte und bekomme auch hier die entsprechenden Farben entweder exakt oder sehr ähnlich angezeigt, die in den Paletten gefunden werden können. Gut, dann holen wir uns nochmal eine Wandfarbe als Alternative und dann haben wir, denke ich, genug gemessen. All diese Farben habe ich in meinem Verlauf gespeichert, das heißt, ich habe Zugriff auf meine ganzen zuletzt gemessenen Farben und hier ist auch das, was für mich wichtig ist, nämlich die LAB-Werte, die ich gleich verwenden möchte. Mir stehen verschiedene Farbpaletten zur Verfügung, die natürlich jetzt in erster Linie dazu da sind, exakte Wandfarben herauszufinden. Das brauchen wir für unseren Zweck nicht, sondern was wir brauchen, sind nur die RAL-Farben und die können wir jetzt für unsere Bearbeitung nutzen. So, und nun geht's weiter mit der Bildbearbeitung. Ich habe mir nochmal dieses Bild fotografiert, das hängt bei mir zu Hause an der Wand, ein Bild von Sabine Landgraf, die den Panama Shop in Berlin hat. Und dieses Bild möchte ich jetzt mal in einer anderen Umgebung ausprobieren. Ich habe hier ein Stockfoto und möchte sehen, wie sich das darin machen würde, in diesem Aufbau. Und müsste wahrscheinlich dann die Farben anpassen. So, und das werden wir jetzt exakt machen. Das heißt, wir nutzen die LAB-Werte, die wir mit dem Color Reader ausgelesen haben und starten da natürlich beim Bild selber, um dieses halt wirklich exakt abzubilden. Das ist jetzt einfach nur ein Bild mit dem iPhone gewesen, also farblich sicherlich nicht hundertprozentig korrekt und deshalb bearbeiten wir das jetzt mal. Bevor ich das tue, werde ich dieses Bild in den LAB-Modus umwandeln, denn ich möchte ja LAB-Werte benutzen. Das ist eine einfache Umwandlung. Man sieht es hier hinten auch schon, das ist jetzt ein LAB-Bild. Und welche Auswirkungen das auf die Bildbearbeitung hat, das werden wir gleich sehen. Ich zoome mich erstmal an die Stelle heran, an der ich auch die Farben abgenommen habe. Ich nutze für die folgende Korrektur die Gradationskurven, denn mit den Gradationskurven kann ich ganz genau mit dem Handwerkzeug Eingabewerte in Ausgabewerte umwandeln und die Werte dafür, die haben wir ja mit unserem Color Reader gemessen und die kann ich aus meiner Tabelle herauslesen. Ich setze also erstmal die entsprechenden Messpunkte. Ich habe ja zweimal gemessen, nehme das Handwerkzeug dazu und klicke genau an den Stellen, an denen ich gemessen habe und habe dann entsprechend die Punkte auf der Kurve fixiert. Das mache ich mit allen 3 Kanälen. Wir sind hier ja im LAB-Modus, das heißt, wir haben keine RGB, Rot, Grün und Blau Kanäle, sondern die Helligkeit unabhängig von den Farben und für die Farben einen A- und einen B-Kanal. Der A-Kanal ist die Farbbalance zwischen Grün und Magenta und der B-Kanal ist die Farbbalance zwischen Blau und Gelb. Alles andere wird über die Helligkeit geregelt. Und wir sehen uns mal an, wie wir hier Korrekturen machen können.
Also, ich habe hier im unteren Bereich den Rotwert, den klicke ich mal als erstes an. Hierfür haben wir gemessen als L ein 34, das heißt, ich gebe als Ausgabewert 34 ein. Man kann hier nur ganzzahlige Zahlen eingeben, aber das machen wir einfach durch Auf- und Abrunden und dann passt das in unserem Fall schon genug. Für den Luminanzwert des Beige-Tons habe ich hier eine 73 aufgerundet, das heißt, die wurde deutlich runtergesenkt. So, jetzt machen wir das andere mal für den A-Kanal. Auch hier gehe ich in die Messbereiche rein, in denen ich gemessen habe. In diesem Fall im Farbkanal ist der untere Wert hier unten an der Kurve der Wert für das Beige. Hier haben wir einen Ausgabewert von 11, der tatsächlich schon eingegeben ist, und einen Ausgabewert für das Rot von 35. So. Und jetzt noch der B-Kanal. Also die Balance zwischen Blau und Gelb. Auch hier setzen wir die 2 Punkte. Das hätte man natürlich jetzt auch ganz exakt machen können, also wirklich exakt an der gleichen Stelle. Aber wir bekommen auch so einen Eindruck davon, wie diese Korrektur funktioniert und wie wir sie vornehmen können. So, ich gucke nochmal genau. Einmal hier geklickt und einmal da geklickt. Da bin ich relativ nah dran an einem Punkt. Setzen wir den erstmal hier für das Rot ein, also einen Wert von 21. So, dann gucke ich noch mal kurz für den Gelb- oder Beige-Wert, ob wir da einen anderen Punkt festsetzen. Wir sehen aber, das ist der gleiche Wert. Dann lassen wir es mal dabei. Schauen wir uns mal an, was diese Korrektur gemacht hat. Und wir sehen, durch die Konkretisierung der Farben, das Ganze ist ein bisschen dumpfer, entspricht also auch der realen Textur. Und wir sehen vor allen Dingen, dass die anderen Farben, die sich hier runtermischen, hier viel besser rauskommen. Hier haben wir tatsächlich eine realistischere Abbildung dieses Bildes. Und das wollen wir jetzt mal zusammenfassen in einem Smart-Objekt. Das mache ich mit rechter Maustaste. Und dieses übernehmen in unser Stockfoto, wo wir das einfach mal an die Wand hängen werden. Ich skaliere das mit der Command- oder Steuerungstaste und dem T, damit es hier gut an die Wand passt. Das Smart-Objekt tut da sein Übriges, weil wir damit ja ohne große Sorgen das Ganze skalieren können. So, es ist, denke ich, eindeutig, dass dieses Bild farblich nicht in diese Umgebung passt. Wir haben aber ja 2 Wandfarben gemessen, die bei mir sowieso schon vorherrschen, also noch vorhanden sind. Gucken wir mal, ob das dazu passen würde. Ich gehe mal auf die Hintergrundebene und hier machen wir uns jetzt erstmal an die Erstellung der Masken. Dazu nutze ich das Objektauswahlwerkzeug und die Objekte automatisch auszuwählen. Das macht der Objektfinder. Den lasse ich jetzt erstmal rechnen. Man sieht es an dem kleinen Kreis da oben. Der Objektfinder analysiert jetzt das Bild und sucht Objekte in dem Bild und findet sie häufig auch. Wenn ich jetzt mit meiner Maus hier rüber gehe, sehe ich, das Sofa wird als Objekt erkannt. Dann klicke ich einfach da drauf und dann wird dieses Objekt auch gleich als Auswahl umgewandelt. Diese Auswahl ist dann Voraussetzung für unsere Korrektur. Wir können uns dafür schon mal eine Ebenenmaske sichern. Das heißt, ich klicke auf die Gradationskurven und habe dann die Auswahl automatisch in die Ebenenmaske umgewandelt. Die Korrekturen in den Gradationskurven nehmen wir gleich vor. Jetzt kümmern wir uns erst nochmal um die Auswahlen. Wir brauchen ja auch noch die Wand, die wir verändern wollen. Und hier gehe ich jetzt in ein ganz klassisches Auswahlwerkzeug, den Zauberstab. Ich klicke auf eine der Wandfarben und damit ist die Wand schon ganz gut ausgewählt. Ich könnte mit gedrückter Shift-Taste jetzt hier nochmal an den Rand klicken, dann passt das ganz gut. Und das Sofa, das kann ich sehr gut abziehen, weil ich diese Auswahl ja schon in einer Maske gespeichert habe. Das heißt, ich drücke die Steuerungs- oder Command-Taste, um diese Auswahl zu laden und die Alt-Taste dazu, um die Auswahl gleichzeitig von der aktiven Auswahl abzuziehen. So, und dann habe ich genau die Auswahl, die ich brauche für die Wandkorrektur. Auch das wird natürlich mit einer Gradationskurve korrigiert. Dieses Bild habe ich schon in LAB umgewandelt. Das sieht man daran, dass ich hier die entsprechenden Kanäle schon zur Verfügung habe.
Und jetzt nutze ich wieder meine gemessenen Werte und schaue, ob die bei mir gemessene Wandfarbe zu diesem Bild passen würde. Ich fange mit dem L-Wert an. Hier haben wir es einfacher, weil wir hier wirklich nur eine flächige Farbe haben. Und der L-Wert hier gemessen wäre die 31. Wir werden also ein bisschen dunkler. Im A-Wert haben wir eine 37. Vorher muss ich natürlich den Punkt setzen. Und das wird die Farbe schon sehr deutlich ändern. Und jetzt brauchen wir natürlich noch deutlich Gelb. Dafür ist der B-Kanal verantwortlich. Auch hier markieren wir einen Punkt und haben hier gemessen eine 16. Und das ist eine Farbe, die sehr gut zu dem Bild passt und damit können wir schon zufrieden sein. Einfach der Harmonie wegen würde ich jetzt das Sofa auch nochmal schnell umfärben. Das müsste man sich dann natürlich entsprechend suchen. Hier würde es reichen, ich gehe mal auf die Korrektur vom Sofa, wenn ich mich um die A- und B-Werte, also die reine Farbe, kümmere, denn die Helligkeit möchte ich hier beibehalten. Also das heißt, es geht hier um eine reine Farbkorrektur, nicht um die Helligkeitskorrektur. Und dazu klicke ich einfach mit dem Handwerkzeug in einen mittleren Ton und wähle hier für den A-Wert den Wert, den wir eben schon hatten, also die 37. Und für den B-Wert ebenfalls die 16. Dafür vorher nochmal ein Klick und das wird dann auf 16 korrigiert. Das gleiche könnte ich jetzt natürlich nochmal für diesen etwas bläulichen Teppich vornehmen, aber ich denke, das Prinzip ist klar und wir sehen, es passt wunderbar. Den Wohnungseinrichtungsplänen steht also nichts im Wege. Wir können aber trotzdem nochmal hier für unsere Wandkorrektur die zweite Wandfarbe, die ich gemessen habe, einrichten. Das war ja ein ganz anderer Ton, also nicht eine ähnliche Farbe, sondern eher ein gedeckter, sehr dunkler, grauer bis olivgrünlicher Ton. Auch dafür haben wir unsere LAB-Werte und diese werden wir hier mal eintragen. Die Punkte haben wir ja schon gesetzt, das heißt, es reicht, diesen Punkt zu aktivieren und dann die Werte hierfür einzutragen. Für den L-Wert hatten wir einen 22, also erwartungsgemäß dunkler. So, bei der Farbe muss ich jetzt eine Menge tun. Der A-Wert geht hier in den Minusbereich. Das heißt, vom Rot gehen wir tatsächlich in die Komplementärfarbe mit einem Minuswert von 13 aufgerundet und es überrascht nicht, wir sind im Grün angelangt. Und jetzt gebe ich nochmal den B-Wert an, also die Balance zwischen Gelb und Blau. Hier müssten wir bläulicher werden und hierfür haben wir einen Wert von minus 0,73 gemessen, also minus 1 aufgerundet und damit sind wir genau da. Die Entscheidung, ob das jetzt die bessere Farbe ist, in diesem Fall, die bleibt offen oder die lasse ich in diesem Film mal unbeantwortet, aber wir sehen auf jeden Fall, dass man mit den LAB-Werten hier auch Zielfarben korrigieren kann, für die einem sonst einfach die intuitive Herangehensweise fehlen würde. Dafür brauchen wir einen exakten Wert und diesen exakten Wert in LAB-Werten liefert uns der Color Reader und ist damit eine gute Grundlage, wenn man exakt Materialien messen möchte und danach Farbkorrekturen ausführen möchte.